Das war so unerwartet, dass ich nach einer einzigen Woche, die ich hier verbracht habe und diesem Berufungserlebnis, über das ich eigentlich auch nicht viel sagen kann, weil es ein tiefes Geheimnis bleibt und bleiben muss, ähm, dass ich nach diesem Berufungserlebnis planmäßig nach Ablauf dieser ersten Woche Kloster auf Zeit zurückgegangen bin, nach Berlin, wo ich zuletzt gewohnt habe und dort, ja, meine Sachen mehr oder weniger gepackt habe und 5 Tage später hier wieder nach Wien geflogen bin und in Heiligenkreuz eingezogen bin. Das ist alles. Er ist derjenige, der mir begegnet ist. Ich weiß natürlich aus meiner eigenen Erfahrung, dass viele Menschen das gar nicht sehen können. Das liegt an vielen verschiedenen Dingen. Zunächst mal ist es natürlich so, die erste Gabe ist der Glaube. Also, das ist ein Geschenk. Ja, und das trifft es, ja immer wieder. Menschen, die sagen: „Ja, ich kann nicht glauben. Ich kann's nicht.“ Es gab vor allem in der engeren Familie ganz am Anfang natürlich erst mal auch eine ganz große Angst und das kann man auch verstehen, ja, wenn man, ja, noch nie davon auch nur ansatzweise geredet hat, dass vielleicht ein Klosterleben oder eine geistliche Berufung, 'n Weg sein könnte. Und dann sagt man auf einmal: „Ich trete in 'n Kloster ein.“ Die haben natürlich irgendwie sofort gedacht, ich sitze hier bei Wasser und Brot und verschwinde hinter hohen Mauern und werde nie wieder gesehen. Aber das hat sich sehr, sehr schnell gelegt und war ganz und gar weg, als meine Eltern das erste Mal hier waren. 2 Leute haben mir, nachdem ich ihnen das gesagt habe, dass ich hierher ziehe, und das ging ja eben sehr schnell, Briefe geschrieben, die wirklich unglaublich waren. Sehr, sehr berührend, aber deshalb, weil sie, ohne dass sie das Konzept eigentlich kannten, dass man der Welt stirbt, wenn man ins Kloster geht, aber sie haben diese Briefe formuliert wie Grabesreden, ja? Das war wirklich, also, ich habe wirklich gedacht, ich lese die Ansprache eines guten Freundes an meinem eigenen Grab. Unglaublich. Also, wo man auf einmal auch 'n Moment der ganz großen Offenheit hat. Jemand, der einem wirklich sagt, ja, wie viel man ihm bedeutet hat. Sich klarzumachen, auch wenn man sich noch so einsam fühlt, man spielt eine Rolle im Leben anderer Menschen. Und manchmal ist die viel, viel größer, als man das selber wahrnimmt oder selber irgendwie auch, ja, vermutet.